Hi, ich bin Simon und ich möchte dir in diesem Video den Modus Beobachtung nach den Archetypen der Seele von Wada Hasselmann und Frank Schmoyke erklären. Dein Modus beschreibt die Art und Weise, wie du dein Entwicklungsziel erreichst und dein Leben am kraftvollsten führst. Zum besseren Verständnis des Kontextes empfehle ich dir mein Einführungsvideo in die Modi und mein Einführungsvideo in die Archetypen der Seele und Seelenlehre anzuschauen. Ich liebe es, Menschen zu beobachten. Ich lerne am besten, wenn ich anderen zuschaue. Sie sehen, aber sie beobachten nicht. Arthur Conan Doyle. Der Modus Beobachtung ist der vierte der 7 Modi. Er befindet sich in der Spalte der Energie 4. Deswegen gehört er zur wissenden, distanzierten und ordnenden Grundenergie 4. Zudem liegt er als einziger Modus auf der Assimilationsebene. Beim Modus Beobachtung geht es somit um Umformung, Anpassung und Verarbeitung. Alle Archetypen der Energie 4 sind sowohl weiblich als auch männlich. Also vereint dieser Modus die Dualität in sich selbst. Ich werde jetzt ein paar Fakten zur Modusbeobachtung aufzählen. Interessiert dich dein Modus? Kannst du ja mal schauen, ob du mit den Ausführungen in Resonanz gehst. Ist deine Seelenrolle Gelehrter, wirst du dich vermutlich in einer abgeschwächten Form von der Beobachtung angesprochen fühlen. Sie ist ja der gelehrten Energie 4 zugeordnet. Menschen mit dem Modus Beobachtung schöpfen ihre Kraft, indem sie sich selbst und ihre Umwelt wahrnehmen. Sie erreichen ihr Entwicklungsziel durch Beobachtung ihres Innenlebens und der äußeren Umstände. Menschen mit dem Modus Beobachtung wirken unruhig und haben eine lebhafte Mimik. Ihre Augen sind ständig in Bewegung und fokussieren sich selten auf eine Sache. Sie haben weit geöffnete Wahrnehmungskanäle. Menschen mit dem Modus Beobachtung sehen, spüren, riechen, hören, tasten und fühlen in sich hinein. Im Zuge dessen richten sie ihre Aufmerksamkeit auf viele Dinge gleichzeitig. Deswegen haben sie Probleme, sich auf eine Sache zu konzentrieren. Sie sitzen häufig einfach nur ruhig da, schweigen und beobachten. Dabei wirken sie fast so, als wären sie abwesend. Sie sind neugierig und wollen das, was sie sehen, auch verstehen. Im Zuge dessen erkundigen sie sich oft bei ihren Mitmenschen, was sie machen, denken und fühlen. Die Fragen geben ihnen die Möglichkeit zur Überprüfung ihrer Beobachtungen. Ihr Verhalten könnte in anderen Menschen Gefühle des Unwohlseins, der Nervosität und Aggressivität erzeugen. Sie könnten in ihrer Intimität gestört werden. Gehen Menschen mit diesem Modus einer wissenschaftlichen Tätigkeit nach, unterstützt der Modus sie in der neutralen Durchführung, Auswertung und Interpretation der Ergebnisse. Menschen mit dem Modus Beobachtung brauchen viel Zeit, um die ganzen Sinneseindrücke zu verdauen. Diese nehmen sie sich aber oft nicht, weil sie befürchten, Wichtiges zu versäumen. Es kann sein, dass sie in der Nacht wach liegen, um die Ereignisse des Tages zu verstehen und einer Prüfung zu unterziehen. Für Menschen mit dem Modus Beobachtung ist es ratsam, sich regelmäßig abzukapseln und sich täglich wenigstens für eine Stunde meditativ auf sich selbst zu besinnen. Ich zitiere die Quelle. Von allen Modi kommt Beobachtung am häufigsten vor. Das Misstrauen, das sich aus der statistischen Häufigkeit dieses Modus ergibt, durchdringt alle Sphären und Sparten eurer Gesellschaft. Ihr könnt allein aus der Tatsache, dass sehr viele Menschen sich nicht entspannen können, wenn sie in einem Restaurant oder in einem Wartezimmer mit dem Rücken zur Tür sitzen müssen, ermessen, welche Spannung in einem Raum entsteht, in dem sie gezwungen sind, eine solch ungeschützte Haltung einzunehmen. Zitat Ende. Der Modus Beobachtung hat den Minuspol Überwachung und den Pluspol Klarsicht. Menschen im Minuspol Überwachung prüfen aus Angst ständig ihre Außenwelt. Sie sind unruhig, angespannt und chronisch misstrauisch. Die ganze Zeit überwachen sie alles, was passiert und sich ereignen könnte. Sie möchten die Kontrolle nicht verlieren. Zudem hüten sie sich andauernd vor potenziellen Gefahren, Verletzungen und Angriffen. Mögliche Bedrohungen werden im Vorhinein diagnostiziert und eliminiert. Sie bereiten sich auf gefährliche Situationen in der Zukunft vor.
obwohl diese sich wahrscheinlich gar nicht ereignen werden. Menschen in diesem Minuspol weichen jeder Schwierigkeit aus. Dadurch geraten sie dann tatsächlich nur sehr selten komplett unvorbereitet in neue Situationen. Es kommt vor, dass sie die Ergebnisse ihrer Beobachtungen mit niemandem teilen und aus ihnen falsche Schlüsse ziehen. Menschen im Pluspol Klarsicht beobachten nicht mehr aus Angst, sondern aus Liebe. Sie müssen nicht mehr alles überwachen. In ihrer Liebe bilden sie eine sehr präzise Introspektion und Beobachtungsgabe aus. Sie können gleichzeitig betrachten und auswerten. Menschen in diesem Pluspol erkennen Einsichten und Zusammenhänge, die andere vermutlich leicht übersehen würden. Deswegen können sie überraschende Synthesen herstellen. Sie benutzen ihre Wahrnehmungsfähigkeit, um im Hier und Jetzt zu bleiben. In der Selbstbeobachtung erlangen sie Einsichten über psychische Zusammenhänge, innere Motivationen und Verdrängungsmechanismen. Sie können andere Menschen in der Selbsterkenntnis, der Wahrnehmung ihrer Realität und der Gewinnung von Einsichten helfen. Hast du den Modus Beobachtung oder glaubst du ihn zu haben? Welche Erfahrungen hast du bis jetzt mit dem Modus Beobachtung gesammelt? Kommentiere das gerne unter dem Video. Mich würde auch interessieren, wie du das Video fandest, was ich besser machen und was ich nochmal näher erläutern könnte. Beispiele für bekannte Persönlichkeiten mit dem Modus Beobachtung sind Carl Gustav Jung, Anne Frank und Johann Wolfgang von Goethe. Für mehr Informationen zu den Modi empfehle ich das Buch Archetypen der Seele von Wada Hasselmann und Frank Schmoike und zur Erkundung deines Modus das Archetypenhandbuch. Auf der Webseite www.septana.de findest du Trance-Medien, die dir deinen Modus und andere Archetypen ermitteln und dich darüber hinaus noch beraten können. Auf der Webseite www.seelenakademie.org gibt es weiterführende Informationen, Materialien und Möglichkeiten des Austauschs. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen und darüber, dass du das Video mit anderen teilst. Wenn du mehr Videos zu den Archetypen der Seele und Seelenlehre nach Wada Hasselmann und Frank Schmoike anschauen möchtest, abonniere gerne den Kanal. Schön, dass du dabei warst. Dein Simon.